Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Kors und heute wieder eine frisch gepresste Sendung von hoher See. Gestern Los Angeles, heute irgendwo auf der Baltischen See. Ja, ich habe es gemacht mit der LOT, bin nach Warschau, nach Tallinn und jetzt geht es nach Helsinki mit dem Boot. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, auch nicht so ideal, aber gut, was willst du machen? Wir haben ein geiles Thema. Und zwar Lufthansa FTL-Status kaufen, wenn man eine Lufthansa-Kreditkarte hat. Ja, das ist jetzt natürlich eine relativ neue Geschichte für Lufthansa. Heißt also, wer eine Lufthansa-Kreditkarte hat, kann dafür für 650 € oder 80.000 Meilen den FTL kaufen. Und jetzt kommt the catch. Und zwar bis einschließlich September 2026 geht die Promotion und der Status gilt, egal wann ihr ihn kauft, ob ihr ihn jetzt kauft, nächsten Monat kauft oder im September kauft, gilt der bis Februar 2027. Also gucken wir uns an. Also, berechtigte Märkte sind Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Italien, USA nicht. Das nur dazu. Neu- und Bestandskunden sind berechtigt, das zu machen, wenn ihr eine Miles&More-Kreditkarte habt. Private Goldkarten, Business-Goldkarten, Mitglieder ohne bestehenden Vielfliegerstatus. Eine reguläre Qualifikation über Flüge ist in dem Fast Track nicht erforderlich. Das heißt also, ihr kriegt den Status sofort. Wer also Ende Juli jetzt noch zuschlägt, hat ihn so rund 6 Monate, Ende August hat ihn, 7 Monate, wer Ende August zuschlägt, hat 6 Monate und wer September Ende zuschlägt, hat 5 Monate. Das heißt also, ihr habt ihn maximal 7 Monate, Minimum 5 Monate. Der Preis von 650 € bleibt gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Und was auch spannend ist an der Geschichte ist, ihr kommt damit in die Lounge. Geil, oder? Also es gelten alle FTL-Vorteile. Die wichtigsten Vorteile sind halt Business Lounges, erhöhte Freigepäckmenge, 50% zusätzliche Prämienmeilen bei bestimmten Partnern, höhere Wartelistenpriorität, spezielle Service-Hotline, ausgesetzter Meilenverfall und natürlich Starlines Silber-Status. Wobei wir natürlich der Ehrlichkeit halber sagen müssen, wir haben Kreditkarte, wir hätten ja eh keinen Meilenverfall gehabt. Also nur so als Randbemerkung. Sagen wir mal so, der Silberstatus ist jetzt ein Einsteigerstatus, ist jetzt nicht der Burner, ist jetzt nicht der Knaller und wir müssen ja mal überlegen, ich glaube, wie viel brauchst du dafür? Könnt ihr ja selber ausrechnen, ich glaube, was war 650, was brauche ich an Status dafür? Heißt also, man hat dieses jetzt einfach für sich dann verinnerlicht, genau 325 auf Lufthansa Group muss man machen, dann die anderen woanders. Also ihr habt damit jetzt nichts weltbewegendes. Das gilt halt nur im Lufthansa-Universum, weil der Starlines Silberstatus ist eher für ein Popo, wenn man ehrlich ist. Heißt also, man hat keinen Starlines weiten Zugang. Der Check-in-Vorteil ist bei Linienflügen Teilnehmer Miles&More-Partner vorgesehen. Starlines Silber garantiert dagegen nicht pauschal bei jeder Allianz Airline ein Business- oder Priority Check-in. Und der Gepäckvorgang ist natürlich auch relativ überschaubar. Aber jetzt mal gucken, 650 € oder 80.000 Meilen. Wenn man jetzt guckt, der persönliche Meilenwert irgendwo bei 0,5 Cent liegt, dann sind 80.000 Meilen 400 €. Wenn man aber 2 Cent daraus ziehen kann, dann sind das sogar 1.600. Heißt also, wenn ihr bei 1 Cent seid, seid ihr bei 800. Also alles, was schlechter ist als 8 Cent, da könnt ihr das kaufen. Ansonsten könnt ihr Meilen einsetzen, ansonsten würdet ihr ihn kaufen, so ist es richtig. Dann lassen wir natürlich uns angucken, für wen könnte das natürlich sinnvoll sein. Erstmal lasst uns mal angucken, wie viele Loungebesuche brauche ich eigentlich, um den Status mir rauszuessen und zu saufen, um es mal ganz brutal zu sagen. 30 € pro Besuch, wenn man den so hingeht, dann sind das 22 Besuche, wenn man sagt 40 €, dann sind wir bei 17, wenn es 50 € sind, sind es 13 Besuche. Also ihr merkt schon, ist halt relativ viel kostenweise. Aber man muss natürlich auch überlegen, vielleicht kann man auch einfach dazu kaufen. Das ist vielleicht billiger für den einen oder anderen und interessant. Oder wenn wir jetzt sagen Gepäck. 10 Laufenthalte zu je 35 € sind 350 €, 3 zusätzliche aufgehende Gepäckstücke zu je 60 sind 180 €. 4-mal wertvoller Check-in bzw. Zeitgewinn, 20 € sind 80 €. Das habe ich irgendwo gelesen, dass irgendjemand gesagt hat, 20 € wäre das wert. Dann hätten wir das schon wieder raus mit der Lounge und Gepäck.
wenn man 610 € sagt, man hat es. Und auf die 40 verzichtet man. Also ich denke mal, dass es für Leute interessant sein könnte, die eventuell einen neuen Job haben und dann wissen, dass die fliegen und sie wollen halt den Boost haben, um mehr Prämienmeilen zu bekommen. Oder man sagt Berater und Projektmitarbeiter ohne Status als Incentivierung. Aber auch Leute, die viele Economy-Class-Flüge gebucht haben und den Loungezugang nicht mehr haben, weil ja American Express den Loungezugang für Platin-Karteninhaber reduziert hat. Reisende, die erst natürlich den Status später im Jahr erreichen würden, halte ich so ein bisschen als Kippelargument, aber könnt ihr ja selber was zu sagen. Wen es für sich nicht lohnt, ist für Leute, die den Status selber erfliegen. Also das ist so. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wer den Status nicht erfliegt, der braucht ihn nicht. Aber ihr wisst ja selber, ist ja fürs Ego manchmal und hat halt so ein bisschen Pampering. Also ich würde da keinen für verurteilen, der man es macht. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr den gekauften Status ja am Februar 28, also am 28. Februar 2027 aufhört. Ihr könntet rein theoretisch in den ersten 2 Monaten den Status ja dann wieder erfliegen, weil ihr könnt natürlich da auch einfach mal schauen, dass ihr dort dann vielleicht den Status requalifiziert, aber ansonsten läuft er einfach aus. Und das Fazit ist natürlich, das Angebot ist ganz klar ein Statuskauf, kein Fast-Track, gar nichts, sondern man kriegt den Status einfach direkt. Der zeitlich begrenzt ist, es kein nichts dran gebunden, außer dass man die Kreditkarte hat, außer USA zum Beispiel. Der FTL kann für neue berufliche Vielflieger eine alternative Loungezugang wertvoll sein. Für die meisten gelegentlichen Reisen sind 650 € bzw. 80.000 Meilen bei kurzen Laufzeit schwer zu rechtfertigen. Das muss man natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen. Besonders kritisch ist, dass die reguläre Qualifikation mit zusätzlichen Flügen möglicherweise günstiger ist und eine längere Statusdauer bringt. Klar, muss man auch sagen. Und vor dem Kauf sollte jeder die geplante Lounge, Gepäck und Check-in-Nutzen bis Februar 2027 konkret durchrechnen. Ja, also würdet ihr 650 € oder 80.000 Meilen bezahlen, damit ihr das Thema vom Hof habt und FTL seid oder benutzt es als Sprungbrett für den Senator. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich kann als Fazit zur Gesamtsendung eigentlich nur zusammen sagen, es ist neu für Lufthansa, dass sie den Status verkaufen. Und ich denke mal, die sind wahrscheinlich wieder stolz wie Bolle, dass sie das machen. Und man muss halt immer sagen, ja, es ist Lufthansa und deshalb muss man das auch loben, wenn es kleine Schritte sind. Denn Lufthansa manövriert sich ja immer an solche Sachen ran langsam. Und wenn jetzt jemand schreit, hier, Status wird verkauft, ja Freunde, das macht die Hilton, das machen andere auch, wenn du eine Kreditkarte in den USA hast. Also das ist jetzt nichts Neues. Das ist natürlich eine Verwässerung von den Programmen und wenn man halt anguckt, fragt jemand mal hier Gemini oder JetGPT oder sowas, der wird dir natürlich sagen, Kundenbindungsprogramm heißt, weil man Kunden binden möchte und nicht Profit Center draus macht. Also insofern, die Kundenbindung ist aber leider schon bei vielen Programmen einfach lange weg. Und ich denke mal, ihr solltet da gnädig sein und immer im Hinterkopf halten, woher die Lufthansa kommt und was es ist. Ja, heute monothematisch, weil ich auf hoher See bin, damit ich euch heute auch eine Sendung geben kann. Ich versuche das hier auf dem Schiff hochzuladen. Wir haben hier 20 vor 7 deutscher Zeit, heißt also im Prinzip, es wird ein bisschen später die Sendung kommen, deshalb mea culpa. Aber deshalb könnt ihr trotzdem den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch die Frage des Tages beantworten, ob ihr lieber 80.000 bezahlt oder die 650 € bezahlt oder ob ihr sagt, nee, ich verzichte auf den ganzen Quatsch. In dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich freue mich, euch bei der nächsten Sendung zu sehen. Also, bis dann. Ciao.